So holt ihr euch alle 6 Relikte in Kowakuyo in Black Ops 7 Zombies. Sobald ihr das Easter Egg in Kowakuyo einmal abgeschlossen habt, könnt ihr auf der Map im Verflucht-Modus Relikte sammeln. So holt euch das 9. Düster-Relikt, das Grammophon. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus holen, aber müsst dafür keine Relikte aktivieren. Erstellt euch eine Zombie-Bauart für die Sniper XR3 Ion mit Aufsätzen für gute Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Rüstet zusätzlich für Todesdaigiri totgezogen aus. Ihr könnt euch das Relikt auch schon vor Runde 20 holen. Holt euch beim Torhaus in der Hütte mit Tempo-Cola beim Fenster neben der Trommel den ersten Drumstick. Und dann noch den zweiten Drumstick in der Werkstatt kurz vor Pack-a-Punch gegenüber vom Arsenal im Regal. Ihr solltet jetzt ein Trommeln hören. Killt alle bis auf einen Zombie und geht in den Küchentrakt, wo die Treppen runter zum Blumengarten führen. Interagiert mit der leuchtenden Stelle an der Trommel. Es wird euch jetzt an beiden Trommeln eine Reihenfolge vorgegeben. Merkt euch die Reihenfolge und macht dann in der vorgegebenen Reihenfolge einen Nahkampfangriff bei den Trommeln. War es richtig, wird euch direkt die nächste Reihenfolge vorgegeben, aber diesmal eine längere Kombination. War die Reihenfolge falsch, interagiert einfach nochmal mit dem Leuchten an der Trommel. Ihr müsst die Trommeln 3-mal in der vorgegebenen Reihenfolge schlagen. Startet für die dritte Kombination, die vorgegeben wird, am besten eine Bildschirmaufnahme, da gibt es einige Schläge, die ihr euch merken müsst. Habt ihr die dritte vorgegebene Reihenfolge erfolgreich wiederholt, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt neben der linken Trommel ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Holt euch für die Herausforderung die Sniper Ion im Raum mit Pack-a-Punch, verbessert sie und holt euch den Feuerwerk oder hirnvolle Munitionsmod. Ihr müsst für die Herausforderung 4 Wellen abschließen und könnt dabei Gegner nur mit einer Sniper killen. Munitionsmods, die ihr mit der Sniper auslöst, können Zombies auch killen. Es spawnen in jeder Welle Zombies und Onis. Habt ihr alle Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurück teleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, verursachen Kugeln mehr Schaden, aber jeder Schuss verbraucht 2 Kugeln. So holt euch das 10. Düster-Relikt, den Druidenstein. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus holen, aber müsst dafür keine Relikte aktivieren. Die gezeigten Relikte tun aber nicht weh und ihr könnt so mit Glück Mr. Peaks mit einem goldenen Ei finden. Ich empfehle euch eine Zombie-Bauart für die MPC-25 zu erstellen. Damit seid ihr schnell unterwegs und schießt auch während dem Sprinten präzise. Meinen Waffenbauart-Code findet ihr in der Beschreibung. Rüstet den Ätherschleier aus. Erstellt euch 2 Kaugummi-Pakete. Eins für den Anfang mit Wandkraft und Kaugummis zum Punktemachen oder nehmt ein paar zum Umwandeln mit. Und eins mit Kaugummis zum Feldaufrüstung und Munition auffüllen und welchen, die euch beim Killen helfen, wie Überläufer, Selbsthilfegruppe, helfender Hund, Instakill und so weiter. Spielt ihr Solo, rüstet für Stehvermögen die Augmentierung in Waffen hoch, Quarterback und Fußarbeit aus. Für Juggernog Schildkrötenpanzer, für Tempo-Cola klassische Formel und schneller Pitcher. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn und tiefere Einsicht. Für Doppelschuss, Doppelstandard, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Für den Kryofrost Munitionsmod festgefroren und Flüssigstickstoff. Für die Herausforderung für Lichtheilung, Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke. Und für den Ätherschleier Äthersprint, Extraladung und Erweiterung. Ihr müsst, um das Portal zu öffnen, Runde 20 erreichen, ohne Schaden zu nehmen. Am einfachsten öffnet ihr das Portal, wenn ihr einem Freund in Runde 19 beitretet. Sobald ihr in Runde 20 ins Spiel einsteigt, öffnet sich das Portal. Falls ihr Solo spielt und mal Schaden nehmt, könnt ihr das Spiel auch, solange es noch die Runde ist, in der ihr Schaden genommen habt, speichern und neu laden. Dann zählt der Schaden, den ihr genommen habt, nicht. Holt euch Tempo-Cola und Stamina. Nehmt dann die Flagge im Trainingsbereich ein. Holt euch dann mit Wandkraft die MP neben Todeswahrnehmung bei den Stellen. Lauft im zentralen Hof Runden und killt immer zuerst alle Zombies vor euch, bis keine mehr spawnen und dann den Rest. Gönnt euch im zentralen Hof noch Juggernog, damit nehmt ihr von hinten keinen Schaden mehr, solange eine Panzerplatte ausgerüstet ist. Geizt nicht mit Kaugummis und holt euch immer am Ende einer Runde neue. Habt ihr genug Schrott, holt euch Äffchen und den Kryofrost-Mod. Lauft dann bis Runde 20 im zentralen Hof Runden. Nutzt immer den Ätherschleier oder ein Äffchen, sobald ihr einen Oni hört und killt ihn schnell. Geht auch immer direkt auf die Höllenhunde, wenn ihr sie spawnen hört, und passt auf das Feuer, das sie am Boden zurücklassen, auf. Habt ihr bis Runde 20 keinen Schaden genommen, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt beim Blumengarten neben Irrlicht hier ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Baut dafür am besten die Maniki-Bombe und Wunderwaffe. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, findet ihr Guides dazu in der Beschreibung.
Holt euch dann noch die Kaugummis auffüllen und maximale Munition. Falls ihr keine Nekomand Wunderkatze habt, holt euch den Lichtheilung Munitionsmod. Ihr müsst für die Herausforderung 4 Wellen abschließen und könnt dabei Gegnern nur Schaden machen, während ihr überheilt seid. Werft einfach eine Maneki-Bombe nach der anderen zu einem blühenden Kirschbaum und messert ihn, bis er leuchtet. Ihr überladet dann durchgehend Gesundheit und müsst nur um euch schießen. Messert den Baum wieder ein paar Mal, sobald er aufhört zu leuchten. Es spawnen in jeder Welle Zombies und Onis. Habt ihr die Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurückteleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, habt ihr keine Ausblutungsleiste mehr. Ihr belebt euch dann mit einem Selbstwiederbelebungskit sofort wieder und geht, wenn ihr nochmal down geht, direkt drauf. So holt euch das 9. Finsterrelikt, den Walkürenhelm. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus auf mindestens Reliktstufe 1 holen. Ich empfehle euch für die Herausforderung eine Zombie-Bauart für das LMG MK78 mit dem MFS Hitzeschild Munitionsgurt zu erstellen. Ihr könnt euch die Waffe in den Lagerräumen an der Wand kaufen und müsst damit nie nachladen. Das hilft euch später bei der Herausforderung. Rüstet euch die Giftpflanzen mit Nesselstoff und Pflanzendünger aus. Nehmt euch die Kaugummis Lagerkoller, Freude am Töten, Zeitgeschenk und Auffüllen mit. Rüstet dann noch für Tempo-Cola die Augmentierung schneller Pitcher aus. Ihr könnt euch das Relikt auch schon vor Runde 40 holen, die Zombies sind aber in der Herausforderung so stark und schnell wie in Runde 40. Macht zuerst das Katzencafé Easter Egg, aber nur so weit, bis ihr 4 Katzen auf dem Dach habt. Ihr könnt damit schon ab Runde 1 anfangen. Ihr müsst dafür 5 Plüschmäuse einsammeln und 5-mal eine Katze verschrecken. Es gibt für die Mäuse und Katzen 8 mögliche Spots, die nah beieinander sind. Die 5 Mäuse spawnen alle schon bei Beginn des Spiels. Von den Katzen spawnt immer zuerst eine. Habt ihr eine Katze verscheucht, spawnt zufällig nach 1 bis 3 Runden die nächste an einem der 8 möglichen Spots. Die Katze spawnt aber nie mehrmals an der gleichen Stelle. Um eine Katze zu verscheuchen, müsst ihr sie ein paar Sekunden anvisieren. Sobald ihr eine Maus einsammelt, erscheint sie im Teegarten unten links im Regal. Und sobald ihr eine Katze verschreckt, sitzt sie im Teegarten auf dem Häuschen. Hier findet ihr alle 8 möglichen Spots für die Mäuse und Katzen. Ein Spot für eine Maus ist beim Torhaus rechts von Tempo-Cola vor der Barrikade am Boden. Und der Spot für die Katze ist hinter der Barrikade beim Eimer vor der Treppe. Der zweite Spot für eine Maus ist beim Blumengarten vor der Barrikade rechts vom Kaugummiautomat. Und der Spot für die Katze ist hinter der Barrikade neben dem Haus. Der dritte Spot für eine Maus ist im Küchentrakt gegenüber vom Novaline-Wandkauf am Boden beim Waffengestell. Und der Spot für die Katze hinter der Barrikade rechts daneben, links neben der Lampe. Der vierte Spot für eine Maus ist vor Juggernog im Spalt. Und der Spot für die Katze rechts neben Juggernog hinter der Barrikade rechts. Der 5. Spot für eine Maus ist beim Tencho-Eingang links von der Telefonzelle zwischen den Ziegeln. Und der Spot für die Katze ist links daneben auf der Mauer. Der 6. Spot für eine Maus ist in den Onsenbädern rechts von Elementarlimo zwischen den Handtüchern. Und der Spot für die Katze auf dem Balken über der Treppe. Der 7. Spot für eine Maus ist im Trainingsbereich hinter der Munitionskiste. Und der Spot für die Katze darüber im zerstörten Dachgeschoss. Und der 8. Spot für eine Maus ist neben Todeswahrnehmung links neben dem Wandkauf im Loch in der Wand. Und der Spot für die Katze darüber in dem Loch in der Decke. Habt ihr die 5 Mäuse eingesammelt und es sitzen 4 Katzen auf dem Dach, wartet mit der 5. Katze, bis ihr den nächsten Schritt abgeschlossen habt. Als nächstes braucht ihr die Nekomand Wunderwaffe und die Maneki-Bombe. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr die Wunderwaffe baut oder die Maneki Neko zur Maneki-Bombe verbessert, findet ihr kurze Guides dazu in der Beschreibung. Verbessert die Wunderwaffe. Sammelt Zombies hinter euch und werft eine Maneki-Bombe. Stellt euch in die Bubble und killt nur mit dem aufgeladenen Schuss der Wunderwaffe so viele Zombies wie möglich. Gefühlt braucht ihr ca. 50 Kills. Ihr dürft auf keine andere Art Zombies killen, außer mit dem aufgeladenen Schuss. Habt ihr genug Kills gemacht, spawnt dort, wo die Maneki-Bombe stand, ein Teil eines Tellers. Nehmt das Teil auf und wiederholt das Ganze noch 3-mal, bis ihr insgesamt 4 Teile eines Tellers aufgesammelt habt. Holt euch dann einen Molotow und geht in den Küchentrakt in den Raum mit dem Spot für die mysteriöse Kiste. Platziert die Scherben an der Feuerstelle und werft einen Molotow darauf.
Der Teller setzt sich jetzt wieder zusammen und ihr könnt ihn einsammeln. Nehmt euch den Teller und sucht jetzt nach der 5. und letzten Katze für das Katzencafé Easter Egg. Verscheucht sie, dann sitzen alle 5 Katzen auf dem Häuschen im Teegarten. Schaut jetzt ein paar Sekunden auf die Katzen, dann verwandelt sich der Teegarten in ein Katzencafé. Ihr könnt dort jetzt beim Katzenbaum Katzenminze einsammeln. Die Katzenminze spawnt nur, wenn ihr vorher auch den Teller wieder zusammengesetzt und eingesammelt habt. Interagiert dann im zentralen Hof mittig mit dem Baumstumpf, um den Teller mit Katzenminze zu platzieren. Ihr müsst jetzt in Munitionsrunden die Verteidigung fehlschlagen lassen, bis eine Angriffswelle beim zentralen Hof kommt. Das waren bei mir bis jetzt immer 2 Verteidigungen, die fehlschlagen müssen, bis die nächste Angriffswelle beim zentralen Hof kommt. Ihr könnt die Angriffswellen auch schon vorher fehlschlagen lassen, damit die Runden nicht zu hoch werden. Passt aber auf, da ihr die Gebiete dann nicht mehr betreten könnt, ohne dauernd Schaden zu nehmen, da die Risse dort bleiben, bis ihr das Gebiet wieder einnehmt. Verbessert die Wunderkatze bis zur Angriffswelle im zentralen Hof so hoch es geht und holt euch einen Insta-Kill-Kaugummi. Ihr müsst jetzt während der Angriffswelle im zentralen Hof ca. 50 Kills mit der Wunderkatze machen. Werft dafür am einfachsten eine Manigi-Bombe nach der anderen zu einer Statue bei der Falle, nutzt Insta-Kill und schießt aufgeladene Schüsse zur anderen Statue. Ihr seht die Seelen auch zum Teller mit Katzenminze fliegen. Solo sind bei mir in Runde 43 nicht genug Zombies gekommen. Lasst daher am besten in den letzten 20 Sekunden die vordere Statue von den Zombies angreifen, bis die Welle ein Stück weiter vorrückt. Dann habt ihr nochmal etwas mehr Zeit und es spawnen noch mehr Zombies. Habt ihr genug Kills gemacht, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt im Trainingsbereich neben der Munitionskiste ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Nehmt jetzt die Flaggen auf der Karte wieder ein, damit ihr bei der Herausforderung frei rumlaufen könnt. Verbessert alle euer LMG oder die Wunderkatze, holt euch die Manigi-Bombe, Kaugummis zur Munition auffüllen und Insta-Kill. Holt euch für die HRZ-Ziele noch wenn möglich eine Kriegsmaschine. Ihr müsst für die Herausforderung 5 Wellen abschließen und bekommt beim Nachladen je nach Waffe Schaden. Mit der Wunderkatze zum Beispiel verliert ihr 77 HP. Nutzt auf keinen Fall eine Strahlenkanone, damit habe ich beim Nachladen 255 Schaden bekommen. Werft am besten einfach eine Manigi-Bombe nach der anderen vor einen Kaugummiautomat und bleibt in der Bubble. Platziert dann die Giftpflanzen um die Bubble und schießt einfach down mit dem aufgeladenen Schuss der Wunderkatze oder dem LMG um euch. Nutzt bei den HRZ-Zielen die Kriegsmaschine oder macht Headshots mit der Wunderkatze. Es spawnen in jeder Welle Zombies und Onis. Habt ihr alle Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurückteleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, fängt es an, um euch zu blitzen, wenn ihr 30 Sekunden in einem bestimmten Radius von so 15 Metern bleibt. Nach ein paar weiteren Sekunden schnalzt es und ihr erzeugt ein elektrisches Feld um euch, das euch heftig Schaden macht. So holt euch das 10. Finster-Relikt die Filmrolle. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus auf mindestens Reliktstufe 1 holen. Rüstet euch für eine Waffe, die ihr an der Wand kaufen könnt, einen Schalldämpfer aus, mit dem ihr mehr Schrott bekommt, wie zum Beispiel für das LMG MK78. Rüstet euch die Mr. Peaks Feldaufrüstung aus. Erstellt euch für die Runden bis zur Herausforderung ein Kaugummi-Paket mit Wandkraft, Kistenpower, Totengabe und welchen, die euch Geld bringen. Und für die Herausforderung eins mit Zeitgeschenk, Instakill, Kraftfass und einem zum Granaten auffüllen. Rüstet für Gaia-Elixier die Augmentierung Aasgepäck aus und im Koop noch Reichweite des Kondors. Für Dr. Niete, Dr. Rutscher, Tribologe und Stuntman. Und für Mr. Peaks Tanzparty, Partygänger und Partytier. Ihr könnt euch das Relikt auch schon vor Runde 40 holen, die Zombies sind aber in der Herausforderung so stark und schnell wie in Runde 40. Macht das Relikt am besten solo oder maximal mit 2 Spielern, dann geht es einfacher. Ihr müsst, um das Portal zu öffnen, insgesamt 10 verschiedene Waffen mindestens einmal mit Pack-a-Punch verbessern. Es zählen die Waffen aller Spieler zusammen und es ist egal, ob ihr sie mit Kaugummis, Ätherkristallen oder bei Pack-a-Punch verbessert. Ihr könnt auch das Cementfass-Zeichnung-Relikt mitnehmen. Damit müsst ihr nur eine Waffe verbessern und einfach nur Runden abschließen, bis ihr dadurch 9 verschiedene Waffen bekommt. Habt ihr 10 Waffen verbessert, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt im Teegarten im Raum neben dem zentralen Hof ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Sammelt solo so 10.000 bis 12.000 Schrott und Koop am besten noch mehr, um einige Punkteserien kaufen zu können. Holt euch Äffchen und die Kaugummis Zeitgeschenk, Instakill und Kraftpass oder einen zum Granaten auffüllen. Ihr müsst für die Herausforderung 5 Wellen abschließen. Ihr habt für jede Welle nur 3 Minuten Zeit und könnt dabei nur Abschüsse mit der vorgegebenen Punkteserie machen. Zombies könnt ihr nicht abschießen, aber mit Dr. Niete umhauen.
Eine Punkteserie bekommt ihr pro Spieler bei Beginn jeder Welle gratis und die restlichen müsst ihr euch kaufen. Bleibt am besten im zentralen Hof, da habt ihr genug Platz. Aktiviert immer wieder Zeitgeschenk und Instakill und haut eine Punkteserie nach der anderen raus. Fahrt mit der Ether-Fernlenkladung am besten einfach runden im zentralen Hof. Es kommen immer die Punkteserien Ether-Fernlenkladung, LDBR, DAWG, Ionenkern und Jagddrohnen in zufälliger Reihenfolge. Nutzt Daunt Äffchen und Mr. Peaks, um die Zombies auf einen Haufen zu locken. Ändert das DAWG in den Geschützmodus und bleibt in seiner Nähe, sonst killt er zu langsam Zombies. Es spawnen jede Welle Zombies und Onis. Habt ihr alle Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurückteleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, könnt ihr nur noch eine mit Pack-a-Punch verbesserte Waffe tragen. So holt euch am einfachsten das 9. Boshaft-Relikt, das Drachenei. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus auf mindestens Reliktstufe 2 holen. Aktiviert dafür am besten das Grammophon und so viele Relikte, dass Relikt Stufe 3 aktiv ist, um Pack-a-Punch Stufe 4 freizuschalten und um mit Glück Mr. Peaks mit einem goldenen Ei zu finden. Ich empfehle euch einen Bauplan für das LMG Sokol zu erstellen. Damit habe ich mit Abstand den meisten Schaden beim Boss gemacht und hatte nie Probleme mit Munition. Ihr findet den Waffenbaucode mit meinem Loadout in der Beschreibung. Rüstet den Ätherschleier aus. Erstellt euch ein Kaugummi-Paket für die ersten Runden, um euch am besten direkt alle Extras zu holen und um schnell Schrott und Geld zusammenzubekommen. Erstellt euch für die Herausforderung ein Kaugummi-Paket mit maximaler Munition, Auffüllen, Schildbürger, Zeitgeschenk und Instakill. Und für den Boss sind die besten Kaugummis Auffüllen, Regentropfen und zusätzlich Schildbürger oder Instakill. Nachgeschmack ist noch für die Runden bis zum Bosskampf hilfreich. Rüstet für Stehvermögen die Augmentierung in Waffen hoch, hartes Ziel und Quarterback aus. Für Schnellwiederbelebung äquivalenter Austausch, karmische Rückkehr und langsamer Tod. Für Juggernaut probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten. Für Metzel Macchiato vampirische Extraktion, Krafttraining und Schlag und Weg. Für Tempo Cola klassische Formel, Schnellwechsel und schneller Pitcher. Für Gaia Elixier Panzermatik, Aasgepäck und pingeliger Esser. Für Todeswahrnehmung 6. Sinn. Für Dr. Niete Dr. Rutscher, Umweltschützer und Tribologe. Für Eselstritt Freiwurf, voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Todestakiri toter Kopf, totes Rennen und toter Satz. Für Doppelschuss doppelte Wirkung, Eiltempo und doppeltes Kaliber. Und für Irrlicht Maske der Güte, Erweiterung und Dynamik. Rüstet für den Lichtheilung Munitionsmod Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke aus. Und für Ätherschleier die Augmentierung in Äthersprint oder im Koop Gruppenschleier, Extraladung und Erweiterung. Spielt am besten mindestens zu zweit, da habt ihr es bei vielen Schritten leichter. Mit dieser Taktik ist es aber auch solo auf jeden Fall machbar. Ihr könnt euch das Relikt auch schon vor Runde 60 holen, die Zombies sind aber in der Herausforderung so stark und schnell wie in Runde 60. Um das Portal öffnen zu können, müsst ihr erst alle Schritte für das Haupt-D-Stack abschließen, bis ihr den Bosskampf starten könntet. Wichtig ist, dass ihr beim Haupt-D-Stack das Rätsel im Meditationsraum beim ersten Versuch richtig macht. Einen Guide zum Easter Egg und wie ihr das Rätsel garantiert beim ersten Mal richtig löst, findet ihr in der Beschreibung. Holt euch bis dahin schon mal das LMG Sokol aus der mysteriösen Kiste. Holt euch so früh es geht alle Extras und schaut, dass ihr wenn möglich bis zur Herausforderung die wichtigsten dauerhaften Extras zusammenbekommt. Löst das Rätsel, läutert das Katana vor Pack-a-Punch beim Weltsamen und besiegt den Miniboss. Habt ihr das Rätsel beim ersten Versuch richtig gemacht, spawnt nach dem Mini-Bosskampf rechts vom Pack-a-Punch ein Katana. Nehmt das Katana und killt alle Zombies bis auf einen Oni. Ihr dürft das Spiel jetzt nicht mehr speichern und beenden, sonst verschwinden die Symbole und ihr müsst das Spiel neu starten. Ihr müsst jetzt mit dem Katana Blitzangriffe eines Onis parieren und dann schnell 3 Symbole in immer dieser Reihenfolge mit dem blitzenden Katana schlagen. Erst das große Symbol, dann das kleine Symbol und dann die 2 Symbole nebeneinander. Schaut, wo eure Symbole sind und merkt euch die Reihenfolge, in der ihr sie schlagen müsst. Hier sind alle 6 möglichen Spots. Ein Spot ist im Raum mit Gaia Elixier. Einer auf dem Dach neben dem Raum mit dem Wunderfiss-Automat. Einer gegenüber von Dr. Niete. Einer beim Spawn unter der Brücke. Einer bei den Stellen im umgekippten Haus in der Lava. Und einer im Blumengarten am Felsen vor der Telefonzelle. Stellt euch in die Nähe des ersten Symbols und haltet dauernd Abstand zum Oni. Er schießt nur mit Blitzen, wenn ihr ein gutes Stück weit weg seid.
Pariert dann kurz bevor euch ein Blitz trifft mit dem Katana. Parieren ist der Angriff, bei dem ihr das Katana vor euch stoßt. Mit dem Angriff, bei dem ihr das Katana über euren Kopf haltet, funktioniert es nicht. War das Timing richtig, blitzt euer Katana für ca. 5 Sekunden und ihr könnt damit das erste Symbol schlagen. Das Symbol leuchtet dann rot. Sobald ihr das erste Symbol geschlagen habt, habt ihr nur kurz Zeit, um die anderen beiden Symbole mit einem blitzenden Katana zu schlagen. Lauft also schnell zum nächsten Symbol, pariert wieder den Angriff vom Oni und schlagt das zweite Symbol. Macht dasselbe dann noch beim dritten Symbol. Wart ihr mal zu langsam, hören die Symbole auf rot zu leuchten und ihr müsst wieder beim ersten Symbol anfangen. Habt ihr die 3 Symbole schnell genug in der richtigen Reihenfolge geschlagen, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint jetzt oben in den Onsenbädern ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Holt euch spätestens jetzt für die Herausforderung das LMG Sokol aus der Kiste, verbessert es so hoch es geht und holt euch dafür den Lichtheilung Munitionsmod. Holt euch für euren zweiten Waffenslot eine Einhandwaffe zum Selbstwiederbeleben und verbessert sie. Sonst ist noch die Nekomand Wunderkatze hilfreich für einige Schritte, die braucht ihr aber nicht unbedingt. Nehmt euch für die Herausforderung Maneki-Bomben mit. Falls ihr nicht wisst, wie ihr die Maneki Neko zur Maneki-Bombe verbessert, findet ihr einen Guide in der Beschreibung. Spielt ihr mindestens zu zweit, ist es hilfreich, wenn ein Spieler Kasimir-Granaten und einer Maneki-Bomben hat. Holt euch dann noch die goldene Panzerung, eine Kriegsmaschine und die Kaugummis Auffüllen, Instakill und Schildbürger. Ihr müsst für die Herausforderung 6 Wellen abschließen und die 6. Welle ist der Bosskampf. Für den habt ihr nur 11 Minuten Zeit und danach bekommt ihr langsam, aber durchgehend Schaden. In der ersten Welle müsst ihr 2 Minuten lang, wie in einer Munitionsrunde, eine Stellung halten und verteidigen. Werft hier einfach immer eine Maneki-Bombe nach der anderen zu einer Statue und schießt aufgeladene Schüsse mit der Wunderkatze zur anderen Statue. Werft alternativ einfach Kasimir-Granaten. Nutzt hier auch euren Kaugummi zum Granatenauffüllen. Lauft in der zweiten Welle, bevor der Timer abläuft, zum lila Lichtstrahl beim Torhaus und aktiviert Mr. Peaks. Es spawnen 2 verstärkte Scheusale, die ihr killen müsst. Werft einfach wieder eine Maneki-Bombe nach der anderen, stellt euch in die Bubble und knallt sie weg. Lauft in der dritten Welle wieder, bevor der Timer abläuft, zum lila Lichtstrahl mit Mr. Peaks, diesmal im zentralen Hof. Spielt ihr Solo, holt euch für diesen Schritt, wenn ihr es von der Zeit her schafft, im Trainingsbereich bei der Werkbank Kasimir-Granaten. Ihr müsst jetzt Mr. Peaks bis zum Bergfried eskortieren und es spawnen dabei durchgehend Zombies, Höllenhunde und Doppelgasts. Bleibt dauernd in seiner Nähe, sonst bewegt sich Mr. Peaks wieder langsam zurück zu seiner Startposition. Werft eine Kasimir-Granate nach der anderen und nutzt Kaugummis zum Granatenauffüllen und wenn nötig noch Instakill oder den Ätherschleier. Habt ihr Mr. Peaks eskortiert, kann sich bei ihm für die 4. Welle jeder Spieler ein verbessertes Katana aufnehmen. Nehmt es auf und holt euch die Kaugummis Auffüllen, Instakill und Schildbürger. Ihr müsst jetzt 4 Onis mit dem aufgeladenen Katana killen. Pariert dafür wieder mit dem Katana einen Blitz, den Onis auf euch schießen, wenn ihr ein Stück weit weg seid und schlagt einen Oni damit, solange das Katana blitzt. Werft dafür am besten immer wieder Kasimir-Granaten, sobald es zu viele Zombies werden, damit ihr euch auf die Onis konzentrieren könnt. Habt dafür am besten dauernd Schildbürger aktiv und nutzt immer wieder Instakill. Lasst euch für den Schritt Zeit und lauft große Runden beim zentralen Hof. Seid ihr mindestens zu zweit, kann einer dauernd Kaugummis ziehen, Kasimir-Granaten werfen und Instakill mit Zeitgeschenk aktivieren und der andere oder die anderen konzentrieren sich auf die Onis. Aktiviert wieder bevor der Timer abläuft Mr. Peaks auch wieder im zentralen Hof. In der 5. Welle werdet ihr im zentralen Hof eingesperrt und müsst 4 verstärkte Doppelgasts killen. Zusätzlich ist dort ein Riss aktiv und ihr nehmt dauernd langsam Schaden. Werft am besten eine Maneki-Bombe oder Kasimir-Granate oder aktiviert euren Ätherschleier und killt die Doppelgasts schnell mit der Kriegsmaschine. Während ihr in der Bubble steht, könnt ihr euch auch wegen der vampirische Extraktion-Augmentierung von Metzel Macchiato mit Nahkampfangriffen heilen. Sonst könnt ihr auch mit der Sokol mit dem Lichtheilung Munitionsmod auf Gegner schießen, bis einer eine Lichtkugel fallen lässt. Jetzt könnt ihr euch noch ein letztes Mal ausrüsten, bevor ihr die 6. und letzte Welle den Bosskampf startet. Nehmt euch eine Kriegsmaschine, mindestens ein Spieler die Maneki-Bomben und die anderen Kasimir-Granaten mit. Holt euch dann noch die Kaugummis Auffüllen, Regentropfen und Instakill oder Schildbürger. Startet den Bosskampf bei Mr. Peaks. In der 6. Welle müsst ihr jetzt den Boss besiegen und habt dafür nur 11 Minuten Zeit. Nach den 11 Minuten bekommt ihr dann durchgehend langsam Schaden, bis ihr oder der Boss drauf geht.
Der Boss läuft ab wie sonst auch immer, aber die Zombies sind so schnell und stark wie in Runde 60. Einen ausführlichen Guide zum Boss findet ihr in der Beschreibung, hier sind aber einige Tipps. Konzentriert euch immer sofort darauf, die Onis mit den Flaggen zu killen, alle Flaggen zu platzieren und einzunehmen. Nutzt zum Einnehmen der Flaggen eure Kasimir-Granaten oder Maneki-Bomben. Erst wenn ihr alle Flaggen eingenommen habt, könnt ihr bei einer stehen bleiben und es baut sich ein Feld auf, in dem ihr unverwundbar seid und mehr Schaden macht. Nutzt in jeder dieser Damage-Phasen einen Insta-Kill-Kaugummi oder Regentropfen. Stellt euch, falls der Drache den Boden in der ganzen Arena zum Glühen bringt, hinter einen Felsen, wo der Boden nicht glüht, und nutzt die Kriegsmaschine, um die Stellung kurz zu halten. Der Boden glüht nur für ein paar Sekunden. Nutzt nach der ersten Phase den Travakar-Segen, der auf einem Podest erscheint erst, sobald der Boss wieder verwundbar ist und die leuchtenden Kreise am Boden erschienen sind. Ihr baut dann sofort ein Feld auf, in dem ihr wieder unverwundbar seid und mehr Schaden macht. Nutzt den Kalteres-Segen, der danach spawnt, um eure Granaten wieder aufzuladen und für 45 Sekunden mehr Schaden zu machen. Habt ihr den Boss besiegt, werdet ihr zurückteleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, spawnen in manchen Runden zufällige Spezial- oder Elite-Zombies. So holt euch das 10. Boshaft-Relikt, das Puppengeschütz. Ihr könnt euch das Relikt nur im Verflucht-Modus auf mindestens Reliktstufe 2 holen. Rüstet die Giftpflanzen aus. Erstellt euch für die Herausforderung ein Kaugummi-Paket mit maximaler Munition, Auffüllen, Kraftfass, Instakill und Schildbürger. Rüstet für Juggernog die Augmentierungen probiotisch, gehärtete Platten und langlebige Platten aus. Für Metzel Macchiato vampirische Extraktion. Für Tempo Cola klassische Formel und schneller Pitcher. Für Dr. Niete Dr. Rutscher Tribologe und Umweltschützer. Für Eselstritt Freiwurf voll ausgerüstet und Gratisbeigabe. Für Elementar-Limo Zitrusfokus und Chillbeere. Und für Irrlicht-Tee Maske der Güte, Dynamik und Erweiterung. Rüstet für den Lichtheilung Munitionsmod Auffrischung, längeres Leben und zusätzliche Stärke aus. Und für die Giftpflanzen Nesselstoff, Extraladung und Pflanzendünger. Ihr müsst, um das Portal zu öffnen, jede Angriffswelle bis Runde 60 erfolgreich abwehren. Holt euch dafür und für die Herausforderung einfach die Maneki-Bomben und die Nekomand-Wunderwaffe. Werft dann vor eine Statue der Falle die Maneki-Bombe, stellt euch rein und schießt aufgeladene Schüsse zur anderen Statue. Spielt ihr Solo und merkt, dass ihr die Verteidigung mal nicht schafft, speichert einfach das Spiel und ladet es neu. Erreicht ihr dann Runde 60, hört ihr Mr. Peaks lachen. Es erscheint dann im Kriegsrat im Raum unter Pack-a-Punch, links neben dem Gemälde mit dem Berg ein Portal, bei dem ihr die Herausforderung starten könnt. Holt euch dafür alle Maneki-Bomben, mindestens einer die Nekomand-Wunderwaffe und verbessert sie. Packt euch auf eure Zweitwaffe den Lichtheilung Munitionsmod und holt euch Kaugummis zum Granaten auffüllen und Instakill oder Schildbürger. Holt euch für die HRZ-Ziele noch eine Kriegsmaschine. Ihr müsst für die Herausforderung 6 Wellen abschließen und die Gesundheitsregeneration ist deaktiviert. Ihr werdet nur einmal am Ende einer Welle geheilt. Werft einfach eine Maneki-Bombe nach der anderen zu einem blühenden Kirschbaum und messert ihn, bis er leuchtet. Ihr regeneriert und überladet dann durchgehend Gesundheit. Platziert zusätzlich um die Bubble eure Giftpflanzen. Macht sonst zum Leben aufladen durch die Bubble Nahkampfangriffe oder sammelt eine Frucht ein, die bei den Giftpflanzen öfter spawnen. Messert den Baum ein paar Mal, sobald er aufhört zu leuchten, und lauft, sobald er nicht mehr blüht, zum nächsten blühenden Baum. Der Baum blüht während der Herausforderung für ungefähr die Dauer einer Welle. Nutzt bei den HRZ-Zielen die Kriegsmaschine oder macht Headshots mit der Wunderkatze. Es spawnen in jeder Welle Zombies und Onis. Habt ihr alle Wellen abgeschlossen, werdet ihr zurückteleportiert und erhaltet das Relikt als Belohnung. Wenn ihr das Relikt auswählt, startet ihr das Spiel ohne Panzerung und es droppen das ganze Spiel keine Panzerplatten. Ihr könnt dann auch nur direkt die goldene Panzerung für 45.000 Punkte kaufen.